schwitzige Stellen. Das gibt mir alles schon einen Hinweis darauf, mir die Stellen genauer anzuschauen. Da sieht man so leichte Verfärbungen, aber das ja, können auch so Muttermale sowas sein. Wie gesagt, sie ist ja Sportlerin und vielleicht seht ihr es auch, ich weiß es nicht. Hier tatsächlich zwischen den Schulterblättern sieht man richtig so erhabene Stellen, also Muskeln, die wirklich hervortreten. Das ist wahrscheinlich aber einfach, weil sie trainiert ist. Ja, und hier sieht man auch ja fast wie so ein bisschen eine kleine Aufquellung
im ganz oberen Bereich hat es auch etwas wehgetan. Hier. Etwas weiter unten noch. Hier. Ja. Okay, da wo die verstärkte Rötung ist. Untere Halswirbelsäule. Genau. Da und ganz unten am ISG. Andere Seite noch. Auf der Seite ist es nur oben, wie auf der rechten Seite. Nur hier. Ja. Ja, Halswirbelsäule ist auch ganz oft beidseits. Sieht man auch, die Verspannungen sind ja auch beidseits. Und den Bruch hattest du den nur recht Auf der rechten Seite. auf der rechten Seite, ja. Also da sieht man mal, wie toll dieses Tool ist, weil das ja auch wirklich dann genau nur rechts gewirkt hat sozusagen. Okay, ich würde jetzt nochmal die Wirbel auf die Wirbel drücken, um die Empfindlichkeit der Wirbel, also quasi die Knochenhaut, ob die reagiert, die dann auch aussagt, ob da was ist oder nicht. Da drücke ich nochmal. So, ich gehe wieder Richtung L3, LW, 5. Hier etwas prominenter. 2, 1, der 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also da oben tut es etwas mehr weh als unten. Schon hier oder erst hier? Noch etwas weiter unten. Hier. Ja, da geht's los. Ja. Ja, also dass da jetzt die etwas sensibler sind, spricht eben auch dafür, dass da eben einfach eine Schulter-Nackenverspannung da ist, wie es von der Halswirbelsäule. Da geht's wieder los. Also der Bereich so von ja, C7 bis TH3, ja, die sind schmerzempfindlich da. Würde ich jetzt nochmal mit dem Hammer wie war jetzt mit dem Hammer? Also da ist es gar nicht so doll wehgetan, wie ich vermutet habe. Okay. Da war das Drücken schon intensiver, aber ich wollte einfach nochmal nachtesten. Genau. Okay, dann haben wir jetzt die ja, neurologische Untersuchung hier erst einmal abgeschlossen. Und jetzt werden wir uns diesen Bereich einfach nochmal genauer ansehen. So, jetzt mache ich noch ein paar Tests für den oberen Bereich.
Okay. Dann mal bitte den Kopf nach hinten strecken. Okay. Okay. Hier fällt es dir schwer, oder? Versuch nochmal hier dich zu. Ja. Wie war das für dich? Konntest du dich gut nach hinten strecken? Also bei den unteren Drücken hatte ich das Gefühl, ich konnte mich weniger nach hinten strecken. Also, das bedeutet, diese Wirbel sind in einer Flexion, also in einer Art Rundrücken fixiert, weil sie diese Bewegung nach hinten an der Stelle nicht so gut kann. Kannst auch nochmal jetzt ohne meine Hilfe machen. Also versuchen hier. Wenn man sieht, der Kopf geht, aber hier tut sich nichts. Genau. Jetzt machen wir etwa das gleiche nochmal mit rund. Also nochmal rund. Ja, das geht gut. Also rund werden geht gut soweit. Genau, okay. Sehr gut. Jetzt machen wir noch Tests, also Seitneigungs- und Drehtests. Ich sag's gleich nochmal. So, wir machen jetzt noch die Tests der Drehung und der Seitenneige. Und zwar darfst du dich jetzt zuerst mal zu mir drehen und zurück. Ist dich hier fixiert nochmal. Okay. Ja. Und zur anderen Seite. Okay. Wie war dein Gefühl? Ich habe das Gefühl, es geht nach rechts besser.